Meine wilde Maus quasi, wie man so schön sagt bei uns, ist... Wie ihr ja wisst, bauen wir gerade die Kirmes. Wird auf jeden Fall ein sehr sportliches Projekt, weil über 40 Fahrgeschäfte ist auf jeden Fall mächtig was zu tun. Viel motorisiert, viele Bewegungen, viel Licht. Es wird auf jeden Fall ja, der Hammer. Ne? So, hier ist mein Ausschnitt. Ich werde den Icarus bauen. Das ist ein Fahrgeschäft, was sich nach oben und unten bewegt, sich um die eigene Achse dreht, plus nochmal einzelne Gondeln, die sich oben drehen werden. Ist auf jeden Fall sehr sportlich, da den Strom in die einzelnen Gondeln zu kriegen. Das ist mein Ausschnitt, das ist meine Grundplatte und jetzt geht's los. Ich habe vorher in der Medizintechnik gearbeitet und war auch ein netter Job. Irgendwann hatte ich aber so ein bisschen die Schnauze voll, wollte mal was anderes machen, ein bisschen mehr Freiheit, mich auch selbst verwirklichen und das Wunderland bietet schon eine sehr gute Plattform dafür. So, wir haben hier das Modell von Scholz, haben wir uns den Bausatz bestellt. Haben mir den mal angeguckt, Teile schon mal in den Modellbau gegeben, damit sie mir schon einige Komponenten zusammenkleben. Währenddessen habe ich mir die Originalbilder angeguckt. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich den Antrieb doch nach innen setzen werde. Es wird original, wird das mit einem Seilzug geregelt, aber ich halte doch einen anderen Antrieb für ein bisschen langliebiger. Die Idee ist einfach, wir haben ein viereckiges Mittelstück, wo drinnen eine Spindel laufen wird, die unten angetrieben wird mit einem Motor und dadurch werde ich den gesamten Wagen rauf und runter schieben. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, einen ersten Versuch, so einen Vierkant zu schlitzen. Leider ist es ein bisschen schief gegangen, weil ja, sobald der Schlitz da ist, sich das Material doch verzieht und dann ändert sich der Spalt und ja, ich komme dann mit meinem Mitnehmer nicht mehr raus. Die derzeitige Idee ist einfach ein U-Profil zu nehmen, das ein bisschen runter zu fräsen, dass wir quadratisch werden auf, ich glaube, 15 Kantenlänge oder sowas. In der Mitte einen kleinen Spalt lassen, wo drinnen dann die Aufnahme von dem eigentlichen Wagen läuft. Hier habe ich schon mal so ein U-Profil mir zurechtgefräst. Das war 15 x 15. Ich habe einfach die Flanken ein bisschen runtergefräst. Da drinnen wird dann die Spindel laufen, die unten mit dem Motor angetrieben wird. Und das wird quasi der Mitnehmer sein. Wie gehe ich an so ein Projekt ran? Also ich nehme mir erstmal den bestellten Baukasten quasi, den Satz. Von verschiedenen Firmen gibt es das, gucke mir das einmal an. Schau mir an, was ich davon gebrauchen kann. Meistens sind das wirklich nur Verkleidungsteile, weil die Technik muss ich selber bauen, weil sie einfach nicht 16 Stunden am Tag halten würde im Dauerbetrieb. So, und dann gehe ich daran, überlege mir, welche Bewegung, wie könnte ich sie hier umsetzen, ob mit Zahnrädern, mit Riemen, mit Kette, mit einer Spindel, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und dann entwickelt sich das meistens Stück für Stück. So, die Säule haben wir dann soweit fertig. Das ist die Grundplatte, da wird jetzt noch ein Viereck reingefräst. Dann wird das versenkt und dann mache ich mir mal Gedanken, wie ich unten den Motor anflansche. Und dann haben wir zumindest schon mal die Auf- und Abbewegung realisiert. Also im Grunde ist es so, dass jeder nimmt sich was, worauf er Bock hat, was er meint hinzukriegen. Ich habe mir jetzt in dem Fall die Freifalltürme vorgenommen, also einmal den Freefall, einmal den Icarus. Weil ich glaubte schon, dass ich da mit meiner Herangehensweise, mit meinem technischen Verständnis, so wie so das ablaufen könnte, ganz gut aufgestellt war. Und deswegen habe ich mir diese Projekte genommen. Die Säule vom Icarus ist soweit fertig. In der Zwischenzeit habe ich schon mal die Grundplatte vorbereitet und die Motorhalter gefräst. Ich werde das mal zusammenschrauben und dann sehen wir schon mal ein Stück mehr. So, rauf und runter bewegt sich das schon mal. Die nächste Hürde wird jetzt sein, da einen Wagen für zu bauen und den Strom da reinzukriegen. Dafür habe ich mir überlegt, nämlich Federstahldraht. Den werde ich wahrscheinlich, so der Plan im Moment, neben den Turm befestigen. Dann fährt quasi da außen drum der Wagen rauf und runter. Und dann muss ich nur noch gucken, wie ich den Strom von dem Federstahl in den Wagen reinkriege. Aber das schaue ich mal, wenn ich soweit bin. Irgendwie wird es schon klappen. Hier habe ich ein bisschen Kunststoff, das ist schon rund, aber noch nicht der Durchmesser. Das wird wahrscheinlich dann die Haupteinheit, die sich rauf und runter bewegen wird. Dazu muss ich das ein bisschen kleiner drehen, vierkant wahrscheinlich drinnen ausfräsen und mir irgendeine Befestigung überlegen, in der ich quasi das mit den zwei Mitnehmern verbinden werde.
So, ich habe den Wagen jetzt schon mal soweit vorgedreht. Jetzt wird dann noch mal hier drinnen ein Vierkant ausgefräst, weil die Säule ist ja viereckig. Und das wird dann mein Modul sein, was sich rauf und runter bewegt. Wie entwickeln wir die Ideen speziell auf die Kirmes bezogen? Also am Anfang saßen wir zusammen, haben einfach mal ein bisschen Blödsinn gequatscht einfach und unabhängig dessen, was machbar ist oder nicht, einfach mal zusammengesessen und uns ausgemalt, wie könnte so eine Kirmes aussehen, wie könnte sie auch spektakulärer wirken als wie so ein Modell, was man einfach hinstellt. Ja, also ich hatte die Idee, einen kleinen Zuckerwattenspender quasi einzubauen, wo die Besucher halt kaum einen Zahnstocher nehmen können und sich ihre eigene Zuckerwatte machen. Ist leider irgendwann ins Wasser gefallen, allein aus lebensmitteltechnischen Gründen ist das halt nicht machbar oben in der Anlage. So, das ist jetzt das fertige Teil. Das wird jetzt hier rüber gezogen. Also haben wir jetzt schon mal eine Bewegung realisiert, und zwar rauf und runter. Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie wir das gedreht kriegen. Wahrscheinlich mit dem Zahnrad, einem kleinen Motor dran. Hier drinnen werden die Federstahlstangen laufen. Die Grundidee ist, da jetzt nochmal Messinghülsen reinzumachen, vielleicht mit Kupfergeflecht drin, die dann quasi auf dem Federstahl laufen und somit das mein Stromabnehmer wird. So ist der Plan bis jetzt. So, beim letzten Mal waren wir ja so weit, dass sich der Hauptkörper quasi rauf und runter bewegt hat. In der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was getan. Und zwar habe ich von Michael so ein Kreuz gefräst bekommen. Das ist quasi wie das Original von den Abmessungen her. Das ist halt aus Kunststoff und das ist aus Aluminium. Ist schon ein bisschen vorlackiert, grundiert, damit wir später ein bisschen einfacher haben. Ich werde hier außenrum Kupferringe anbringen, einen Halter bauen und dann wird das mein Stromabnehmer sein. So, wegen der Bewegung von dem Kreuz sieht es so folgt aus. Das habe ich mir drucken lassen von Thomas, funktioniert ganz gut soweit. Wird hier unten befestigt. Hier kommt der Motor dran, da fehlt uns noch ein Zahnkranz. Und dann würde sich das bewegen. Wo würde ich, wenn ich eine 2 cm große Figur wäre, mich hinstellen? Wahrscheinlich in die Elbphilharmonie. Weil das schon ein sehr imposantes Gebäude ist, was viel Zeit und Technik verschlungen hat. Und das war auch so eine Hauruck-Aktion wirklich von der Nacht, haben wir gesagt, von Montag auf Freitag quasi. Da mussten wir echt reinhauen zum Schluss. Und sich dazu verewigen, das ist cool. Das Besondere an der Arbeit ist, dass wir alle möglichen Freiheiten haben. Wir können uns entwickeln, Knopfdrücker bauen, unsere eigenen Ideen einfließen lassen, selbstständig arbeiten. Wenn ich Hilfe brauche, hole ich mir einen Kollegen. Wir bequatschen das kurz und bauen das dann zusammen. Das klappt in der Regel ganz gut. Ich habe hier schon mal das Teil eben gerade zusammengesteckt, habt ihr ja gesehen. Jetzt werde ich hier diese Federkontakte an der Seite montieren und somit den Strom übertragen. Also das sollte laufen. Ich muss ihn aber nach wie vor noch nach oben führen. Das wollte ich ja mit diesem Federstahl machen. Dazu werde ich da mal kurz Messinghülsen einpressen und da drin wird der Federstahl laufen und ich werde mir davon den Strom abzwacken. Ich hatte mal im Vorfeld mal einen Versuch gestartet, so ein Federstahldraht in so einer Messinghülse laufen zu lassen und dann den Strom abzuzwacken. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert, viele Kontaktaussetzer. Deswegen werde ich einfach mal hier so ein Kupfergeflecht, so eine Entlötlitze, einfach mal mit da reinstopfen und somit einen besseren Kontakt zu kriegen.
Welcher Knopfdrücker benötigt am meisten Wartung? Ja, meine wilde Maus quasi, wie man so schön sagt bei uns, ist die Standseilbahn, die Marmorstahlseilbahn. Da reißt ziemlich häufig das Seil und das ist wirklich so ein Dauerbrenner. Ne? Mal hält das 4 Wochen und alles ist gut, mal 3 Tage. Und irgendwie finde ich aber nicht die Zeit, um mich damit intensiv zu beschäftigen, woran das liegen könnte. Bis jetzt bin ich da zu keiner Lösung gekommen. So, als nächstes werden wir das mal montieren. Es sieht schon ja, gewaltig aus mit vielen kleinen, dünnen Kabeln und so. Naja, als nächstes kommt der Federstahldraht hier rein. Somit habe ich eine Verbindung von dem Federstahl zu meinem Abnehmer hier. Da müssen noch Kabel rübergeführt werden. Dann werden quasi die Ringe mit Strom versorgt. Und von da aus gehe ich zu meinen Motoren, die dann außen liegen. Und 2 bzw. 4 Leiter brauche ich nochmal für die Beleuchtung. Ich habe es geschafft. Hier sollen wir das Teil noch mal reinsetzen. Soweit ist alles montiert. Jetzt würde ich das nur noch provisorisch verkabeln. Und dann werden wir das als nächstes in die Anlage setzen und mal Funktion prüfen. Spiele ich manchmal Mäuschen an den Knopfdrückern, die ich gebaut habe. Ja, wenn man mal durch Zufall vorbeigeht, ist das natürlich ganz interessant zu sehen, wie viele Gäste stehen da, wie ist die Reaktion. Und ja, man freut sich einfach, wenn das Ding läuft und die Gäste Freude dran haben. So, der Icarus ist jetzt in der Anlage, schon mal provisorisch verdrahtet. Ich stecke die alle mal kurz zusammen und dann kann es auch gleich losgehen. So, eigentlich müssen die Dinger hier noch alle drehen, aber ich sehe, die tun es gerade nicht. So, im Moment dreht sich das alles noch ein bisschen schnell, aber es dreht sich zumindest wieder. Eben hatte ich das Problem, dass meine Stromabnehmer hier für die Auf- und Abwärtsbewegung sich überkreuzt hatten und da hatte ich gerade einen Kurzschluss. Mal gucken, ob die gesamte Einheit jetzt auch nach oben fährt. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das mit dem Stromabnahme, das funktioniert soweit ganz gut. Das ist meine stromführende Leitung, da habe ich einfach Federstahldraht genommen. Da läuft durch eine Hülse durch, da drinnen befindet sich ein Kupfergeflecht. Der überträgt den Strom durch diesen Druckkontakt auf diese äußeren Kupferringe. Von da aus geht es zu den Motoren. So, als nächstes geht das Ding nochmal an meinen Platz. Ich werde das nochmal verkleiden, die Leitung ordentlich verlegen. Wie man sieht, ist das ja alles provisorisch gemacht. Hier kommt noch eine Verkleidung rüber, damit man den Schleifring nicht sieht. Wir machen jetzt weiter. Der Icarus muss noch zum Ausschmücken, in die Beleuchtung. Wir haben noch viel zu tun. Wir werden uns reinhalten, damit die Kirmes auch zum Ende des Jahres fertig wird und wir euch was Spektakuläres darbieten können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, einen kleinen Einblick zu bekommen in unsere Projekte. Bis bald. Yeah, they tell me everybody in my city that I'm finna love my songs. Cool shit, saying pretty please with a cherry on top is a cool way. Whoa, whoa, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Whoa, please don't be wasting my time with that business.